Ja, moin Leute, hier Schobon von VR. Ich bin Mutansen und das hier ist Hubris. Unreal Engine, yeah. So Leute, ein langer, langer Weg. 2019 auf der Gamescom habe ich zufällig die Leute getroffen und die haben da ein Spiel am Wickel gehabt. Ich habe gedacht so, hey, was habt ihr denn da? Hab mal reingeguckt, das war Hubris, ja. Das habe ich da gespielt. Und jetzt ist es einfach mal auf der PlayStation. VR 2 kommt am 22. Juni jetzt raus für 29,99, denke ich. So, und ich habe jetzt im Vorfeld, ich eine mittlere Schwierigkeitsstufe, schon ziemlich was Gutes gehört, nämlich, dass die Entwickler selber sagen, das Ding ist scharf wie Hölle auf der PSVR. Es benutzt dynamisches Vorwärts-Rendering, Reprojektion. Mal schauen. Okay. Congratulations, recruit, in finishing your basic training. Before you leave to the Twin Planet System. Keine deutsche Sprache. Dann Untertitel aktiviert. I'm going to help you get used to this Triple Oak tactical suit, which has the ability to adapt to most environments you will encounter. Let's get started. Okay, Leute, das schaut erstmal gut aus, aber wir sind auch in den Innenraum, ja? Das ist einfach. Innenräume sind klar machbar. Das Spiel hat auch eine dynamische Auflösung. Es kann sein, dass es bei höheren Komplexität von der Auflösung runtergeht, aber das Tier sieht jetzt alles gut aus. Ich mache mal gleich so einen Drehtest. Ich bin ja nicht besonders empfindlich für diese Reprojektionsgeschichte, aber boah, machen wir einen Seiten-G-Test. Fühlt sich für mich gut an. Dann gehen wir mal. By using this button, you can grab ledges and climb. You can climb on top by moving one or both controllers down in a push motion. Läuft eigentlich ganz gut her. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, ich hatte ja auf dem PC hatte ich gespielt, lass mich mal nachdenken, mit der Pico und mein PC hat auch nur eine RTX 2080 Mobile. Und das fühlte sich alles nicht so gut an. Wackelig und Another komisch. barrier you will have to overcome, navigating in and underwater. Okay. Don't worry about oxygen. Your suit is adapted to provide it in any environment. Downwards. Alright. So, also die ganze Steuerung funktioniert gut. Move your hands up or down to move upwards or downwards. Your suit is equipped with a hollow backpack. It can transform matter into data and materialize it again when you grab it back. Please pick up these items, then drop them behind one of your shoulders and put them in your Funktioniert auch gut. backpack. Einfach hinten über die linke Schulter. Over your right shoulder and eat it by holding it in front of your mouth. Erstmal finden. Ich habe nicht hingehört. Also ich nehme eine Frucht und beiß rein. Lecker. Good. Your energy level is at 100% again. Also es flutscht echt alles gut. Nicht schlecht. Texturen. Ja, ist jetzt kein Horizon. Aber schaut gut aus. Last but not least, you can equip or unequip your gun. Okay. Warum machen die das immer? Ich halte jetzt meine Hand ganz entspannt und da guckt die Waffe so ein bisschen hoch. Ich hoffe, das kann man justieren. Das ist immer so Try hitting as merkwürdig. many targets as possible within the time limit to pass your final assessment. To Okay. reload the gun, push the clip back in. Ah ja. Ey, das mit dem Clip ist immer Well done, interessant. recruit. Ich To habe immer wrap das up your Gefühl, training, ja, ich walk muss gar nicht so towards the bestimmen, end of the room aber da and board your bounced man hier so ein spacecraft. bisschen For the journey mit ahead, den Controllern you won't be aneinander, wenn man needing nicht many aufpasst. weapons, as you will be escorted by far more experienced and trained soldiers. Okay, also für den Moment bin ich sehr angetan, ja. Ich glaube, das Intro sparen wir uns, das könnt ihr euch selber angucken. Intergalactic Harbor on the Pillar Planet, where you... Let me check your data. So, sehr Science-Fiction hier, ne? Schön in irgendeinem Raumschiff, bisschen rausgucken. Und was machen wir jetzt? Ja? Go and succeed. So, das
Der Mensch hier sieht All right, ziemlich recruit. cool aus. Troopers, you heard the Auch was commander. das Forget about the Skin pleasure dogs on the Rendering Pillar angeht, ja, die Planet. Haut. We've a mission to Sah attend to ziemlich instead. gut aus. Buckle up. Sah sogar ein We're going bisschen nach down. Subsurface Scattering aus, wie sich das Licht da verbreitet. Ja, das ist echt nett alles. Wow. So Leute, und jetzt geht's los. Ab hier gibt's Schickness. Guckt euch das an. Ja. Wow. Wow. Listen carefully. You see that recon drone over there? Top of that rock? I tried to reactivate it, but the battery's dead. If you could climb out of the water and put the new battery in, then I can re-enter the ship and connect to the drone from there. So Leute, das ist jetzt der Moment, auf den ich sehr, 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 sehr neugierig war. Also, jetzt haben wir mal eine Weitsicht. Ja, jetzt muss die Grafik wirklich zeigen, was sie kann. Und sie kann. Ich gucke mich ein bisschen um so einen Eindruck von der allgemeinen Schärfe zu bekommen. Das ist top. Ja, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall so im Oberfeld. Red Matter 2 hat jetzt sozusagen die Oberlatte gelegt und darunter kommen dann alle anderen Titel. Es gibt viele, die diesen durchschnittsoberen Grafikauflösungswert haben. Dann ist es bei den bisherigen AAA-Titeln, ja, wie zum Beispiel Horizon, ja, wo die Auflösung nicht ganz Maximum ist, aber immer noch gut. Und ich würde mal jetzt einfach so spontan sagen, der hier ist so im oberen Bereich. Ja. Also natürlich unter Red Matter, aber es sieht echt gut und scharf aus. Und wie gesagt, mein RTX 2080 Mobile hat das mit der Pico da überhaupt nicht mehr geschafft. Da musste ich deutlich runtergehen mit der Auflösung. Hier die Texturen sind auch sehr schön aufgelöst. Ich finde, der Realitätsgraf der Grafik, der erinnert mich sehr an das Star Wars Spiel, ne? Tales from the Galaxy Edge. Aber was ich jetzt sehr, sehr mag, ist, dass es also super schönes Sonnenlicht hat. So, auch das Shading hier auf diesen Kollegen da. Map. Sieht gut aus. Soll ich die Klappe zumachen? Oder macht er selber? Macht er selber. Or avoid swimming in the water as much as possible. I tried blasting these squid with my energy blaster, but it seemed to have no effect on these species. Best to avoid them for now. Hep. Ach, shit. Ich wollte eigentlich einen Jump machen. Hep. So, die Steuerung funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das Klettern funktioniert. Wenn man sich hier an der Kante so hochzieht, passt mal auf. Hep. Dann ist man auch gleich oben. Hep. Ah ja, jetzt harte Horizon-Vibes. Klettern, klettern, klettern. Hier ist so ein Kabel. That cable is clearly made from some organic substance. You know what? I bet the OOO database can get us some more info on this. Leute, das ist doch echt... Also, ihr wisst es nicht, wenn ihr dieses Video seht, aber ich habe eben gerade Horizon beendet und dann bin ich schon wieder am Klettern. So, da sind wir. Okay, wie gesagt, ich habe es ja schon auf dem PC gespielt. Ich weiß, dass wir jetzt Squids jagen müssen. Ich weiß noch gar nicht, von wo ich die Pistole bekomme, das habe ich vergessen. Aber mein Job ist ja noch gerade hier eine technische Analyse zu liefern. Also ich bin happy, ja. Ich meine, erinnert euch mal dran, wir haben jetzt in letzter Zeit ein paar Indie-Titel bekommen, die quasi Quest-Ports sind. Die haben es teilweise nicht geschafft, irgendwie mit bemerkenswerter Auflösung daherzukommen. Und das hier ist doch... Da ist die Knarre. Das ist wirklich bemerkenswert jetzt hier. Ihr kleinen Scheißer. Ey. Was ist denn mit dem los? Der hat mich direkt angegriffen. Fuck you. Ey. Wieso kommen die mir immer so nah? Alright. Klettern, 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 klettern und hepp. Okay.
So, jetzt haben wir einen Bommel bekommen. Und dieser Bommel ist nämlich ein Halteseil. Eine Bommelecke stecken wir da rein. Und What about throwing it over to that other energy panel? ja, erstmal können. Ah ja. Sehr, sehr gut. Auf zum Atem. Don't think my drone is very... Jetzt. Oh. Und Sprung. Ja. Wer liebt es nicht? VR Jump'n'Runs. Wow. Das Schwimmen hier fühlt sich aus irgendeinem Grund für mich jetzt nicht so perfekt an. Ja, ziemlich behäbig. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das ja gerade immersiv. Ich glaube, wenn ich selber im Wasser bin, fühle ich mich aber besser. So, ihr könnt das sehen, ne? Die Metallteile hier sind auch sehr nett geschädet, aber witzigerweise, das kommt jetzt nicht an die Qualität von unserem guten Red Matter ran, ja? Obwohl das ein Mobile-Titel ist, sehen da so Materialien und Shader einfach trotzdem immer noch besser aus. Das ist schon eine verrückte Geschichte. Das ist vielleicht ein komisches Ding. Also, wer hat das erfunden? Okay. Yay. I guess that terraformer over there is messing with the gravity. One of its arms is probably underneath those rocks. Let's hope we get off this planet before the terraformer's activated. Maybe you can go underwater and see if you can free some of these rocks. Man muss wirklich hip. Hier lang. Und hip. Ich verstehe auch nicht, warum ich da immer nicht angekommen bin. Ich laufe und hip. Das sieht doch eigentlich gut aus. Und hip. Yo! Ich hab's geschafft. Oh. Shit. So, essen wir ein bisschen was. Sehr gut. It's one of our troopers. Ach, da liegt er. I'm afraid he's dead. Be careful. Maybe he was killed by one of these bugs. His gun is right next to him. Probably not a smart idea to run over there, but you really could use that gun. Hey, there. You could find a way to Hey. lure them away from that body. Mist. Oh no. Look over there. It's one of our troopers. Werf mal. Das hat I'm ja nichts afraid he's gebracht. dead. Be careful. Maybe he was killed by one of these bugs. His gun is right next to him. Wollt ihr Probably not a das? smart idea to run over there, but you really could use that gun. Ja, fand ich You nämlich could auch. find a way to lure them away from that body. Good. They seem to like that food. Now, take the gun and blast those creeps. Alright. So, Schießen hier fühlt sich jetzt nicht sonderlich spektakulär an. Auf jeden Fall unterstützt es aber den Adaptive Trigger. Ja, man hat so ein bisschen Widerstand. Maybe we'll find something in the spaceport. So Leute, jetzt geht das Abenteuer los. Aber für den ersten Techniktest bin ich erstmal hier happy. Ja? Wir werden jetzt nämlich wieder reingehen in das Ding und dann sind wir auch wieder in Innenräumen. Die technische Herausforderung war halt zum Beispiel sowas hier, ne? Ein bisschen Außenarea, Weitsicht, ordentlich Geometrie. Das ist schon schön. Ja? Ich glaube, hier kann man sich schon satt sehen. Technisch ist es toll, also auf jeden Fall im Oberfeld bei PlayStation VR 2 Auflösungen. Da haben sie alles richtig gemacht. Hier gibt es auch, bisher habe ich nichts gesehen, was irgendwie flackert oder jittert oder so. Das ist schon cool. Ja? Ich habe jetzt ein paar Titel gesehen, wo ich sowas, klare Grafik erwartet hatte und sie nicht bekommen habe. Bei Hubris war ich nicht sicher und hier ist alles toppi. Sieht richtig gut aus. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich gar nicht mehr so weggeblasen bin von der inhaltlichen Grafik. Ja? Hier die ganzen tollen Metallschäder und so. Die sind für mein Dafürhalten okay, aber ich habe es schon ein bisschen besser gesehen. Ja? Tatsächlich auch in
Red Matter 2. Hier wirkt auf mich alles so ein bisschen kontrastarm, komischerweise. Ja, wir haben ja eigentlich ein kräftiges OLED-Display, aber so die ganzen Metallkonstruktionen und so, die könnte ich mir noch ein bisschen knackiger vorstellen. Das ist jetzt aber auch Jammern auf hohem Niveau. Also hier ist alles gut, ja. Guckt euch mal so ein Teil an. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich eben noch in Horizon, da ist natürlich auch, was Grafik inhaltlich angeht, absolutes Mega-Gigantomanie angesagt, natürlich, aber diese Außenareale hier sehen sehr schön aus. Dieser Turm zum Beispiel, der auch so ein bisschen blasser wird, weil er so weit weg ist und in der Atmosphäre so ein bisschen verschwindet. Das sieht alles toll aus. Ja. Ich bin begeistert. Technisch liefert das schon mal ganz, ganz klar ab. Jetzt muss Hubris noch zeigen, was es inhaltlich bringt. Ich habe seinerzeit auf dem PC von diesem Moment an noch eine halbe Stunde weitergespielt oder so. Also ab hier weiß ich so richtig viel über das Spiel auch nicht. Und bin mal gespannt. Oder was sagst du? Fällt mir noch irgendwas ein? Also, die Steuerung ist wie gehabt, funktioniert gut. Waffen und sowas alles funktionieren auch gut. Ganz kleine Kritik ist, wenn ich hier meinen Arm locker halte, zeigt die Waffe ganz leicht nach oben. Von mir aus hätte die eher so sein können. Dann haben wir ein sehr einfaches Inventar hier auf der Hand. Das ist eigentlich auch ganz transparent, kein Stress. Man sieht hier seine Lebenspunkte. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder nur 60? Ich muss was essen. So, vom ganzen Behavior hier, ja, wie sich alles anfühlt und wie man steuert, würde ich sagen, ist es gut. Ja, ich habe schon leicht Besseres erlebt, wo sich die Sachen noch natürlicher und besser anfassen. Ich musste ein bisschen rumtüdeln hier beim Tauchen, wenn ich aus Versehen Grip gedrückt habe und irgendwie in der Nähe meiner Schulter war. Dann habe ich aus Versehen hier so einen Tentakel in der Hand. Zack. Sound ist soweit gut. Mir ist jetzt nichts aufgefallen. Sie haben gesagt, das hat auch diesen Tempest 3D Sound. Das werden wir im Verlauf des Spiels nochmal rausfinden. Wie sich das Spiel jetzt komplett anfühlt, das werden wir im Verlauf der Zeit rausfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich heute Abend dann mal ein längliches Let's Play ab dieser Stelle mache. Vielleicht habt ihr Lust einzuschalten. Das war jetzt erstmal nur ein schneller Technik-Check, bei dem ich versucht habe herauszufinden, wie sich das alles anfühlt, wie es aussieht, wie es sich anhört. Und da ist erstmal von meiner Seite aus alles fein. Ich bin mal auf eure Meinung jetzt gespannt, ja? Schreibt mal drunter, ob ihr euch das holen werdet. Ich finde 29 ist auch ein moderater Preis. Ich weiß leider nicht die Länge, die können wir nochmal rausfinden. Schreibe ich vielleicht nochmal in die Beschreibung hier. Und dann wünsche ich allen viel Spaß. Am 22. kommt das raus und dann könnt ihr es selber mal anfassen. Ich hoffe, mit diesem kleinen Techniktest konntet ihr jetzt was anfangen und der erleichtert euch die Kaufentscheidung. Vergesst nicht, ein Däumchen unter dieses Video zu machen. Abonniert ruhig den Kanal, ja, das nützt sich. Ist ganz nützlich. Und dann sehen wir uns. Bis dann, Move von VR. Immer für euch da. Bye bye.